getrennt hält, wo hoch dei beugt du vor mir lag. In dei Vertwieblung kijkt ik nom Himmel, in rook die nun in diese Nacht. Dann kommst du leiflich durch das Dunkle, brückst durch den Schotten von meine Seil. Dort ist nu vor ich, tom eingekommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstehen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Dei ewige Gottheit steht drauf vom Himmel, bruch meine Sünd in meine Schuld. Hei jinkt nom Kriezen, jöf mi Vergebung, dei Haar von Harnand mi singt jent. Prachtvoller Haar je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dei Welt mich frei. Halleluja, dort verlor ei Hol om mig, hast ei Keren los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dei Welt mich frei. Halleluja, dort verlor ei Hol om mig, hast ei Keren los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lebt kein Brellend, ropt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lebt kein Brellend, ropt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Jesus, du hast doch grof besiegt. Oh,
ögonblick durch dine Gnut von all ich hin auf, det fallen auf. Du rockst mir, du tog nog, du rockst mir dålig, du rockst mir nummer men min hårt dålig. Dine løyver skrata, dine løyver slåga, dine løyver vakt mi, jeg vakt mi opp. Dine løyver skrata, dine løyver slåga, dine løyver vakt mi, jeg vakt mi opp. En alle nådes kom som lever teg, som lever teg. Blir det løyt van lever, en alle kjært om seg, de lever her, mens du lever
versteht von mir. Ich seh Gott sinken, ja sinken. Jesus, was wie vor die keim, vor wie die Hoden angenommen, wie wir ein voll Sinn, wie wir ein Schwinsch und wie wir nicht frei Gott. Es dort kein wie vor die, und die kickst uns mit so einer Leuchttool Jugend an. Die wasch uns rein mit dem Blut Gott, und dann wie wir die nicht hängen. Von du wie wir wieder, Herr, wie wir rein. Schuldlos, herrlich, angenommen. Dankeschön dafür, Jesus, dass wir überwählt sind, dass du uns so lieb hast. Dankeschön, Gott, dass wir können durch das Leben gehen, wenn du auch schwere Themen in uns Leben nachkommen. Und wenn wir dort nochmal verjäten, wer wir sind, Gott, du darfst uns immer weiter wiesen. Du darfst uns immer weiter uns sein, wer wir sind, uns dort wiesen. Und Gott, wenn wir uns nicht gut so fallen, wir sind vielleicht nicht wild, wir sind nicht herrlich, wir sind nicht rein, Gott. Wenn wir die nicht Kinder sind, Gott, dann wasch die uns aber da wiesen. Dankeschön für mit uns sein. Und wenn wir in schwere Tiefen sind, Gott, Dankeschön, dass die wahre wasch schaffen, dass die wahre wasch in uns schaffen. Dankeschön, Herr, für mit uns sein, für die eine große Life für uns hat. Dankeschön.
Wat je wie zo'n groot zot, God zijn versprechen blijft immer treu. En God blijft ons treu. Nicht bloß in der Vergangenheit, aber auch nu. Hij wird uns immer treu bleiben. So, ich merke die Not, in diese Zeiten, wo wir nu bei sind, wenn die durch eine schlechte Zeit ist, dort ihn vertrauen auf Jesus sagen. Wenn es am sein versprechen, bleibt uns treu. Hi und willkommen hier alle. Wir wollen von dir einen Livestream haben und wir freuen uns bloß sehr, für allem, wer hier mit uns taub ist, für allem, wird uns der King über Livestream weit in der Welt, in andere Länder oder auch hier in der Stadt dichtbei. Vielen Dank schön für uns sein online. Und ich will mich auch bedanken an all die, die durch unsere Stadt freiwillig geben tun. Weil ihr ohne Unterstützung, wo wir das nicht vollbringen können, so offern, als wir nun noch einmal tun. Und mit Livestream können wir nu viel mehr Menschen erreichen. In der ganzen Welt, die plötzlich redende Menschen, als jemals euer. So vielen Dank schön für Ihre Unterstützung. Und wenn noch euch wer will, geben uns, weil ihr könnt dort tun, bei Kilometer 8.9, bei der Lebenswasserkirche Offices, zwischen 8:30 morgens bei Clock 12 und auch von Clock 1 bei Clock 5. Dort ist zwischen Montag und Freitag. Vater, vielen Dank schön für Ihre und Ihre Unterstützung. Würde wir es nicht können tun. Als nächstes wollen wir den Servicio haben. Pastor Jacob Wiebe wird abkommen und er wird uns tun mit der Botschaft. Goda Nuvis. Mir ist dort eine Verreich hier mit den Tag zu sein von dir. Gott ist so bittergewöhnlich sehr gut. Kriegen wir ein Wort von der Zeit wie durchgehen. Das bis einmal war zu sagen, Gott ist in Kontrolle, er ist gut, er läuft uns, er ist bei uns und er ist auch bei dir von dir. Leben jetzt nicht einmal scheinfläch, aber dort meint nicht, dort Gott nicht bei dir ist. Während der Tiden ruht, ist Gott so viel stärker bei uns. So als James halt sagt, mein Name ist Jacob Wiebe, ich bin ein Pastor hier bei Lebenswasser. Ich bin ein Pastor über Lebenswasser-Anbetung. So ich habe viel mit der Anbetung zu tun. Hier ist es in der Kirche, und so ein Gott sein Wort wiederzubringen durch euch. Und ich bin auch der Pastor hier für die Jugend. Und mir ist sehr schön mit unserer Jugend taub. Es ist eine gute Gruppe, die jetzt sehr schön mit ihren taub sein. Und Jugend wird von der Kirche. Ich vermisse ihn all. Ich wünsche, wir können taub sein, aber dort meint nicht, dort Gott seine Leute nicht bei uns essen. Wir sind danach in den seltenen Jahren sehr wie verbunden. Und dort ist Herr ja yes, und er ist bei mir. Ich weiß, Herr ist bei dir und Gott seine Leute ist bei uns. Durch alles, was wir durchgehen. Von der, weil wir reden von Staup. Das ist der Titel von der Botschaft von der. Und mir wird sehr schön von dieser Botschaft reden. Mir wird sehr schön reden von Rütstaupen. Rütstaupen von unserer Möglichkeit. Rütstaupen von wo wir uns gemütlich fühlen. Und so ein mehr Terriken für Gott. Wir können uns dort Leben möglich merken, aber wir können uns dort Leben meinungsvoll merken. Das zwei taub ist sehr schwer zu kriegen, aber ein oder andere kann ich sehr leicht tun. Und das Staup rüht. Dort checkt ein klein bisschen tun und ein Wort sei wie hier auf der Welt. Das Wort bist du hier, das Wort sein auch hier. Warum sind wir hier? In der Bibel gibt uns eine Antwort. Ich konnte nicht gleich sagen, was deine Arbeit soll sein hier. Ich konnte nicht gleich sagen, was du von der gleich sollst tun. Ich konnte nicht sagen, dass du sollst ein Former sein, ein Geschäftsmann sein, ein Prediger sein, ein Diakon sein. Dort kann ich dir nicht sagen. In der Bibel wird dir dort auch nicht gleich fair sein.
Aber was immer du das, ich glaube, dass Gott hat, die gesagt, was du sollst tun. Was immer deine Guven sind, du hast eine Guve. Das ist womöglich verschieden von mir. Vielleicht habe ich was von dir selbst hier. Aber Gott hat uns danach gesagt, wo wir sollen durch im Leben durchgehen. Worum sind wir hier? In 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 sagt dort, und jeder soll seine Guve, die er gekriegt hat, bringen, den Nächsten zum Guten zu tun, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadenguven treu angeht. Wenn wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Wege redet. Wer dient, soll dort in der Kraft tun, womit Gott am versorgt, so dass Gott in allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht in Herrlichkeit in Ewigkeit gehört. Amen. Dort ist, was eigentlich hier sind, Tim uns untereinander dienen. Wir sind hier, Tim, uns auf so einen Weg dienen, dort Gott verehrt wird, für seine Herrlichkeit, Jesus Christus, dort wird gelobt worden. Dort Gott wird gelobt worden. Wo immer du bist, ist die Former bist, ist die Prediger bist, ist die Anbetungslehrer bist. Gott segnet die und er will deine Guve brauchen. Zum sie nun verherrlichen. Jesus ist die Gott und er will haben, dass dein Leben soll am verehren. So, wenn du nicht kannst ein Prediger sein und Gott verehren, und du ein Prediger bist und eine Schon bringt zu Gott, dann sollst du nicht ein Prediger sein. Wenn du ein Geschäftsmann bist, und du nicht kannst Gott ehren, mit Geschäft trieben, nicht kannst aufrichtig Gott ehren du mit und andere dein, dann sollst du nicht ein Geschäftsmann sein. Dann ist das nicht für dich. Und du sollst ein Former sein. Aber wenn du ein Former bist und du kannst nicht Gott mit deiner Guve in Form ehren, dann sollst du nicht ein Former sein. Aber wenn du kannst Gott ehren mit deinem Leben, und so leben, als wenn du jetzt Gott deine Guve geben. Und am verherrlichen, dort am wird gelobt worden, wegen was du das, dann du kriegst dort. Wir gucken fertig ans Leben an und sagen, stopp, Rüt. Und fertig habe ich ein Verlangen oder ein Raub, wo Gott uns sagt, du sollst das tun, aber wir gucken du so an mit Angst. Wir gucken du so an und sagen, ich bin nicht der rechte Mensch, um das zu erreichen. Ich bin du ja warst. Fehlt ja. Wegen Pastor Steve mir früher gesagt, ich will für die Kirche schaffen. Ich weiß nicht, wo zu sein. Ich fühle mich dort nicht wert. Ich fühle mich nicht reut. Aber ich fühle dort, ich soll. Und ich fühle, dass Gott will haben, ich soll in diese Arbeit angehen. Ich fühle mich so, ich bin zu jung. Das ist, wenn ich nicht genug weiß. Aber Gott raubt. Vielleicht fühlen wir uns, das ist, wenn wir nicht der rechte Mensch sind. Wir sind besorgt und haben Angst. Und Frau und Gott, und als Moses steht, schau lieber an anderen. Vielleicht bist du von dir, wo immer du bist. Wenn du einen Raub hast von Gott, oder wo du nicht gut bist, vielleicht hat Gott dir Raub, die so geben von deinen Annahmen. Wenn du in Geschäftsmann bist, vielleicht sagt Gott dir, gib zu meinem Werk durch diese Zeit. Durch diese Zeit von Unsicherheit. Wo wir nicht mehr wollten, was morgen kann passieren. Und du sagst vielleicht, wo? Ich wollte nicht wo. Ich sage nicht, das rechte Schaf. Meine Schaf können morgen tau gehen. Aber meine Schaf ist vielleicht tau. Aber wenn Gott die rauben wird, dann dauert es. Wir fangen uns fertig, dass wir nicht begabt genug sind, um dort zu tun, was Gott in uns leben will. Und ich fühle mich auch so. Und ich fühle mich nie noch fertig so, aber ich habe ein Ding gelehrt. Und das hat mir sehr viel geholfen. Ein Ding, was mir als klar geworden über die letzte Zeit. Und ich muss hier einmal wieder zurückkommen und hier an denken. Dort ist, dort Gott ist bei uns. Wenn heute die Rauben hat, dann ist heute bei dir. Gott geht bei dir.
aber du bist nicht allein. Ich dachte immer, ich bin vielleicht der Einzige, ich bin nicht ein guter Mensch, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich fühle mich so, wenn ich nicht der rechte Mensch bin. Ich schiebe meine Raub weg. Und ich fühle mich verdammt wegen mir selbst, wegen ich dort wegschieben. Und dann wundere ich, sind ich der Einzige, wo es das Feuern wird, dort ich nicht der Rechte sein. Ich habe gelehrt, über die letzte Zeit, dort ich sein nicht der Einzige. Und wir wollen von der Wassergeschichten, Wassermänner in der Bibel bekennen, wo Krieg so folgen. Auf verschiedene Wege, weil ich glaube, wir wollen uns identifizieren mit ihnen. Sind wir allein? Nee, wir sind nicht. Abraham. Wir sind nicht allein in diesem Gefühl. Abraham folgt mit uns auch das. Heute hat auch Angst. Heute wird gesagt von Gott, du wirst in Sohn haben, du wirst in Sehen haben, und du wirst sich vermehren, und du wirst ein ganzes Volk haben. Gott sagt, ich will mein Volk durch die in die Welt bringen, das Volk von Israel. In Jahren ging durch. Wie das leicht für Abraham? Sicher nicht. Während der Zeit wird er ungeduldig noch, fängt an zu singen, hat ein Kind mit einer anderen Früh, zum Proben, das zu vollbringen. Und Gott sagt, nee. Du wirst ein Kind haben von deiner Früh, Sarah. Dann muss er wieder lernen. Und er wird ungeduldig. Er fühlt sich auch, das eigentlich noch mal down. Wenn ein Wort noch mal passieren. Elia hat wie ein großer Prophet. Er hat, ganz kurz, hat er 4 vom Himmel raufgerufen, wenn es all die falschen Propheten des Raum wären vom Baal, ab dem Boy, bet er, dort Gott soll 4 Schatten vom Himmel und Gott dat. Er sieht, wo Gott 4 Schatten dat vom Himmel. Nur dort, jetzt er in der Wüste an, traf sich mit einer Wettfrüh und Gott sehnt die Wettfrüh mit Öl während der Zeit und am Wort gefordert. Gott hat große Wunder in am sein Leben. Ging dort an über aller Gott? Nee, ganz kurz nur dort. Dann hast du so eine Königin, sie heißt Jezebel. Und sie sagt, wir wollen Elia umbringen. Das Mann, wo du hast 4 vom Himmel raufgedacht, würden die sagen, die würden sagen, Beruf abstehen und sagen, von der Jahr, das wird mir nicht passieren. Eine Königin wird mir nicht treffen. Ist nicht so? Ich würde so haben gedacht. Wo der Elia, hat Angst, rannt alles, was er kann, im Busch nehmen, saß sich unter dem Barstuhl, hielt ne Gott und fragt, du mir bitte, dort mir. Der seltsame Mann wird 4 raubt vom Himmel. Elia seine Geschichte. Heute fühlt sich Gott nicht der rechte Mensch. Heute hat auch Angst. Johannes der Täufer. Hier will wir sagen, heute soll all Force glauben. Heute wie jedoch da, wurde Jesus deupen in Riefa, und dann ging der Himmel auf. Der Himmel ging auf, und der Duif kam rauf und sah sich ab, Jesus. Und der Stamm kam vom Himmel und sagt, das ist mein Sehen und wem ich will gefangen habe. Du erfahr Johannes seine Ehe. Luther in Jesus sein Leben, während Jesus das schaffen auf der Welt. Schaut Johannes ein paar Jungs nach Jesus mit Zweifel und die fragen Jesus, Johannes sagt, in Weltbeuten, ist du der Best, für wen wir gelehrt haben, aber es wird noch länger sagen, lernen. Der Mann, der Prophet, wird Jesus da deuten. Er zweifelt. Er hat auch Angst. Simon Petrus in Grootfried, ich gleich Petrus zu studieren, sein Leben und so, ja, er wir immer sehr reut zum Reden. Und er ging mit Jesus für 3 Jahre. Den Tag wird Jesus vorgenommen, er rannt. Das wir da, wo ihm Gott hat gewesen, dort das wir Gottes sehen. Und Petrus, ein paar Tage vor dort, hat Jesus gesagt, du bist Gottes Sehen. Und Jesus sagt, Träne arm, das hat Fleisch, die nicht gesagt, das hat Gott dir gesagt.
krijgt hij zelfs jamon, randen verlieg Jezus 3 dagen later. De zelfs En later, dan wordt Petrus der Eckstein für die Kirche. Jesus jäuft nicht ab und den durch. Wenn du Angst hast und du sagst vielleicht nee, und du hast vielleicht auch Gott weggeschoben für den Stadt und sagst nee. Wenn Simon Petrus, Jesus können sie dort verlieren, während sie am Kreuz deuten, und Jesus jäuft nicht ab und an. Was er und die abgeben? Ich glaube nicht. Er hat einen Plan für die. Und du kannst nach Grautet erregen. Simon Petrus ist ein großer Prophet und Apostel in der Bibel. Thomas, noch ein Jünger von Jesus. Und der zweifelt einmal. Thomas, der Zweifler. Nur hat Jesus wie abgestoßen, sagt ihn mit seinen Augen. Und sagt danach, ich kann es nicht glauben. Aber er hat seinen Finger in die Wunden, was Jesus hat vom Kreuz. Hat seinen Finger durch die Lache durch. In seine Hand, in seine Sieden an, wo zwei reden wir. Was dann glaubt er? Aber er, während er Jesus sah, zweifelt noch einmal. Vielleicht sagst du, okay, ja, ich glaube, dass Gott kann mich brauchen, aber nicht auf den Weg, was du sagst, oder nicht auf den Weg, was er mir rauten wird. Ich kann nicht der rechte Guben. Ich kann einfach nicht der rechte Guten. Du siehst in der Bibel auch Geschichten von das. Moses. Gott will Moses brauchen, um sein Volk leiden aus Ägypten. Und er ran weg. Und wenn Gott an mich schwere Raupen deuten und wir Gott in einem brennenden Busch, und Moses steht so vor, und Gott will Moses raupen. Und Moses sagt, nee, schick mich nicht nach Ägypten. Ich kann nicht reden, ich stumme, ich bin nicht der rechte Mensch. Schick einen anderen. Und mich schafft nicht zu brauchen. Aber Gott merkt immer einen Weg. Gott merkt einen Weg, und in diesem steht, du sagst Gott, ich will Aaron schicken, ich will mit dir tauchen und ich will für die reden. Ich will dafür. Wenn Moses nicht wie gegen Anja war, sondern bloß wie gehen, wird Gott an Aaron geschickt? Ara wird Gott an Moses beguft, mit einer Stimme zu reden. Die Bibel sagt uns nicht, die sagt uns bloß, dass Gott mir danach einen Weg durch Aaron, damit er kann sein Ziel, was Gott für ihn hat, sein Raub, was Gott auf Moses hat, Moses kann ihn danach in Erfüllung bringen. Wir wollten nicht einmal alles, weil alles kriegt, was passiert. Moses weiß auch nicht. Aber Gott gibt ihm einen Staup auf einmal. Moses, wie er laut an sein Leben, hat er all die Israeliten aus Ägypten rührt und die lassen sie Ägypten hängen sich und kommen sie bei ein Meer. Und der Armee von Ägypten kämpft nach Israel und will ihn anbringen. Wenn Moses das hat gesehen, wie das brennende Busch, wird er hingehen? Wird er sein Trüge was? Ich bedeutet sein. Aber Gott gibt ihm einen Staub auf einmal. Und wenn er ist, du so wie das mehr wie mit der Armee hängen an, dann sieht Gott, Stopp im Wasser. Und steigt den Stock auf. Streicht den Arm mit dem Stock. Und Gott merkt das Wasser auf. Für Moses und für dem das ganze Volk können du so durchgehen. Gott hat Moses dort noch nicht fordert gesagt. Aber er merkt einen Weg. Du brauchst nicht dort einkehren sagen in alle Dinge, was du was bejehen von hier, was den Raub, was Gott dir gegeben hat. Aber Gott wird dir immer sagen, was der nächste Staub ist. Und die Gott fragt ist, er wird dir den nächsten Staub geben. Und er wird das ganze Bild wiesen, wo mählich wirst du Angst haben und nicht gehen. Aber er wird bei dir sein und er wird für dich versorgen. Das habe ich immer weiter gesehen durch die Bibel. Nach einem Monat wurde nur so jung, als mir das jung, wie Jeremia. Er ist ein von den Propheten in der Bibel, der so kraftvoll reden in Israel.
wenn es angeraubt wird, wenn es Gott kommt und sagt, gut, und redet für mich, du sollst prophezeien für mich, dann sagt nur dort, wo mir durch den Kopf ging, wenn es mir gefragt wird. Er sagt, ich bin zu jung zum Reden. Ich bin zu jung. Aber was passiert? Gott kam in Jäufarm Kraft. Er bekräftigt seine Wert in Jäufarm seine Wert. Und dann ging er und er kann reden. Er lässt sich nicht treiben. Gott bekräftigt ihn. Hat er Angst, sagt er. Er sagt zu Gott, ich kann nicht gehen, ich bin zu jung, der will nicht mehr horchen. Und dann bekräftigt Gott seine Wert und bringt ihm auf große Weg zum Prophezeien über sein Land. Zum Reden ist Gott sein Volk. Vielleicht was du von dir, die sagst, ich würde hier meine Gufen brücken für Gott, aber ich bin zu jung. Dann ist meine Frau, ist Gott zu jung? Wenn Gott durch die Schafen tät, dann hast du seine Kraft, nicht deine junge Kraft. Lut Helen jetzt in dein Leben an, horch nach Arm, nach Brück, was Gott dir gegeben hat. Und dort wird vielleicht unterschluten, nie, was du jung bist, ist, wenn du schon alle bist. Du warst wossen in deine Guf. Aber du brauchst nicht wachen, zum Gott dein, bis du erst alt genug bist. Wenn du kannst uden, wenn du kannst reden, wenn du kannst gehen, dein Gott. Brauch deine Guf für Gott. Wenn deine Guf mit Gott sein Segen, der ist so kraftig, der kann so viel erreichen. Jesus, das wo mir ein bisschen stillhalten dort. Jesus in der Bibel, im Garten Gethsemane, er weiß, zu was er erlauben will. Er weiß, dass er soll sein Leben angeben für unsere Sünden. Und Jesus wird Gott selbst als Mensch auf Erde. Wir würden sagen, dort so, Gott würde never Angst haben, ne? Jesus wird nicht Angst haben, er will ja Gott. Und beim Garten Gethsemane hielt er im Bett zum Vater und sagte, wenn du irgendein anderer Weg hast, dann nimm das Köffel von mir. Gib mir einen anderen Weg, zum kann die Menschen raten. Er will das nicht tun. Dort wei, er hat Angst. Sein Fleisch will nicht in den Krieg gehen. Das ist Gott, das ist Jesus. So, wenn Jesus selbst durch Angst ging, dann verdamm du die nicht, wenn du nicht mehr weißt und nochmal Angst hast. Jesus hat auch Angst. Jesus hat auch Angst. Hast du ein schlechtes getan vielleicht? Sagst, no, ich bin viel ein schlechter Mensch, der kann für Gott was tun. Ich bin nicht würdig. Hier ist, was Gott zu dir sagt. Gott sagt, Gott mögt den, der von keiner Sinn bist, in unser steht zu sind, dort wie durch Arm vor Gott gereicht worden, so ist dort vor Arm jaln det. Wenn du hast gesündigt, groß oder klein, wirst du nicht gereicht vor Gott. Du bist nicht gereicht vor Gott. Keiner ist. Vielleicht hast du sehr schlechte Dinge getan, aber Jesus ging im Krieg für dich. Er wird Sinn für dich. In deiner Stadt, nimmt er deine Sinn ab und betont für dich, damit du kannst gerecht werden. So ist dort vor Gott jallen det. So du hast nicht tun Schlechtes getan, damit Gott dich nicht kann brauchen. Wenn Jesus hat dafür betont. Nicht gut
und sündig nicht mehr. Stoppen die Raub nähen und gut fairer war. Der Unterschied von was wir vielmal tun und was diese Männer deuten, man Gott entraubt, als Glauben. Abraham, er bleibt bei seinem Glauben. Ja, er ging durch dumme Dinge durch und er sündig und er fängt sich noch mal nicht ganz mit Trag. Aber er bleibt beim Glauben und Gott gibt ihm Isaac. Die haben Geschichte, wo Gott einmal war kam und das Leben deed. Simon Petrus zei ik al, hij was de Aakstein voor de kerk. Jezus zei, ik wil mijn kerk op die buren. En hij bracht Jezus hem de kerk aanvang. Hij heeft Petrus heilen Jezus en hij ging verder weg en hij deed wunderbare dingen. Grote dingen aan Jezus. Durch zijn Jezus. Jezus ging nem Kreuzen betult voor ons. En Thomas ging Jezus en Leute arm anschieren. Hem dat Thomas kon geloven. Gott lädt Elia wieder. Ik vond het wanneer du zo bij de pas wie je was. Hij lädt hem. Gott bekrachtigt Jeremia zum Reden. Gott geeft Moses en Wacht, hem dat Volk leiden, want hij ook niet verstand te reden. Hij ging danach bij hem en hij mir entreit. Weet je, dus één ding. Gott, wanneer hij die dat wordt rauben, dan wordt hij die ook alles geven wat die fehlt, om den raub erreden. Wat einmal die raub is. Wanneer hij die geraubt heeft, dan wordt hij die ook dort neu gegeven, om dat die ook kan erreden. Stoppen die raub neer. Leef im Glauben. Diese Männer haben Glauben und die Bibel sagt uns dort, der Glauben ist der Gewissheit, dort wir dort kriegen wollen, auf was wir hoffen. Und es ein nicht zweifeln und dort, was wir nicht sein. Die sitzt vielleicht nicht, wer alles was passiert, aber Glauben ist Rückstoppen. Glauben ist Fährweg stoppen und weiten, dort Gott wird bei dir sein. Weiten, dort die jetzt nicht allein, dort die hast den Schöpfer von der Welt bei dir. Dort Glauben. Glauben und was wir sein, erst nicht glauben. Wenn die nicht sitzt, wo alles was passiert, und die dann Fährweg ist, in die Weits, dort Gott wird mit dir sein, dort ist Glauben. Und dort ist der Unterschied. In Philippa 1, Vers 6 sagt Paulus zu der Kirche in Philippa, sagt ich habe durch eine gute Hoffnung, dass das gute Werk in Jünd angefangen hat, die wird das auch fertig merken, was an Jesus Christus sein darf. Wenn Gott wird haben dein Leben angefangen, dann sieh treu. Sieh treu und stopp rüt. Mit der Gut, was du in den Händen hast. Mit der Gut, was du in Hart hast. Mit dort, was du weiten darfst. Mit deinen Reden, was immer dort ist, was Gott dir hat für gerauben. Wenn er hat ein Werk angefangen, dann hat er gute Hoffnung, sagt Paulus, dort Gott wird dort verbringen. Dass die dort angefangen haben in dein Leben, die wird dort auch durchführen. Jesus wird bei dir sein, wenn die haben den Werk angefangen, dann sieh treu. Sagst vielleicht, na, ich sehe ja rauben, Wort nie, hier ist meine Guf, und du sagst tschüss und wachst, dort Gott vielleicht auf Eis und wach, der wird brücken, während du nicht stehst. Gott kann dich nicht brücken, wenn du nicht treu bist. Gott kann dich nicht brücken, wenn du nicht treu bist, zu den Raub, was du auf dein Leben hast. Und da die Rauben hast, dort brück, dort du wirst in Staup nehmen. Staup rüht, sieh treu, mit was Gott dir gegeben hat. Gut verweg, mit dem Glauben, mit der Gewissheit, dass du weiten kannst. Gott wird immer bei dir sein. Woran bist du hier? Um deine Gut so brücken, als wenn die Gott das tun. Wenn du reden das, red so wann die Gott seine wird reden das. Wenn du arbeiten das, dauert Gott seine Ehe.
dort Jesus gelobt wird, dort Gott sie nun wird hochgehoben wird. Dort ist, der wird die auf der Welt bist, dem Gott verherrlichen, dem Gott ehren, dem sein Namen herheben. Dort ist die Raub. Und dann wird die auf das Erde schaffen ist. Und dann wird die in Weg ist. Dort ist Gott sein Raub auf dein Leben. Du sein Eck mit ganz sicher an, wenn dort ist, was die Bibel sagt. Dort ist, was die Bibel sagt. So von der, sie trü in Staup rüht. In den Raub, was Gott die gegeben hat. Staup du nennen. Und Gott wird bei dir gehen. Alle der. Nicht so abfallen. Der letzte Wort, wo Jesus reden deut, vor im Himmel vor. Sehr heute seine Jünger. Gut in alle Länder und merkt Jünger. Leert ernt die Dinge, die ich gelehrt habe. Und dann das beste Port von alles. Dort Port, wo Christen leben, dort wirklich wird merkt, sage ich danach, und ich sie bejüht, but eng von der Welt. Hei es bei dir. Und hei und du taub, kann den Raub verfallen. Du brauchst das nicht allein. Du brauchst bloß treu sein. Und Gott wird die brauchen, für was heute geraubt hat. Du hast kein Vergeben. Wenn Gott an unserer Seite ist, dann hast du kein Vergeben, um nicht reinzustoßen in den Raub, was Gott auf dein Leben hat. Gott ist mit dir. Wo immer du bist, wenn du sagst, ich will diesen Staup nehmen, ich will bloß fragen, dass du was zu Gott sagen, dass du wirst diesen Staup nehmen. Wir wollen das nächste beten, und wo immer du bist, wenn du sagst, ich bin bereit, den einen Staup zu nehmen, in Verweg gehen, dann bete Gott und sei ihm, dass du bereit bist. Und dann sieh treu mit der Gute, was er dir gegeben hat. Vor an Himmel, Dankeschön, dass wir die Weisheit haben, dass du bei uns bist. Dass wir eine gute Hoffnung haben, dass dort, was du hast in uns angefangen, den Raub, was du in uns hast gesagt, dass du den wirst vollbringen. Dass du wirst durchführen mit uns. Gott, vergib mich für Zweifeln. Vergib mich für jeden Unsinn, für den Raub, was du für mich hast. Ich will rüberstoppen und den Raub nehmen für mein Leben. Wegen ich weiß, dass du wirst bei mir sein und ich brauche das nicht allein da. Dankeschön, dass ich feststehen auf dein Wort. Und Dankeschön, dass du wirst never, niemals mich verloren, was eng von der Welt, was wir uns im Himmel treffen. Dankeschön, Vater, dass du uns liebst, dass du hast betont für uns. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Wollt ihr freuen uns mit jeder einer von ihnen, wer diesen Staub von der ihr genommen habt. Dort die wollen rüberstoppen in Gott sein Willen erfüllen in ihrem Leben. Und ich sage ihnen bloß, dort im Glauben, wegen Gott seine Kraft als anjüht, wenn ihr in Gott sein. So viel mal Dankeschön für von dem mit uns taub sein. Ich will noch ein Segen beten über uns und dann wollen wir wieder gehen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Für wer die Besten uns leben und ich bete bloß ein Segen über jeder einer, der du uns taub kicken det, durch diese Werk in deinem Namen. Amen. Sollen wir uns nächste Werk weiter und dann wollen wir dir eine frische Botschaft bringen. Dankeschön. Wer sie jagt und der Gottes in sich besorgt um mich. Wir verloren doch ein Heimie und I have life for me. I have love.
sag sie, du bist für mich, was mich je mich. Ich sie, wer du sagst, sag sie, ich